freue mich sehr auf meine Premiere vor der gelben Wand. Viel Spaß euch im Feiertagsmagazin. Unterschiedliche Ausgangslage. Spitzenreiter Borussia empfängt punktlosen FC. 2013 gegen Bayern, diesmal Tottenham. BVB erneut ohne Fortune in Wembley. Erst Studio, dann Köln, danach Geburtstag. Viel los in den nächsten Tagen bei Christian Pulisic. Hallo und herzlich willkommen beim Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es gegen den 1. FC Köln. Die Mannschaft will dabei natürlich den tollen Start in der Bundesliga fortsetzen. Das heißt natürlich für unsere Jungs, dass man die Nullnummer in Freiburg und die Niederlage gegen Tottenham schnell aus den Köpfen bekommt. Dieser Beitrag soll dabei helfen. Der Start in die englischen Wochen nicht optimal. In der Liga gegen Freiburg 1 Stunde in Überzahl. Am Ende steht ein torloses Remis. Im Champions-League-Duell gegen Tottenham in einem intensiven Spiel verloren. Doch jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen. Der BVB mit breiter Brust als Spitzenreiter gegen Schlusslicht Köln. Es winkt das 40. Heimspiel in Folge ohne Niederlage. Gute Gründe für Optimismus für die anstehenden englischen Wochen. Ja, ich denke, wir sind ganz gut gerüstet für das Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Das wird mir mein Gast Christian Pulisic sicherlich auch bestätigen. Christian, wir kommen aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück zum Mittwoch, zu unserem Spiel in London. Niederlage schon verdaut? Ja, das war natürlich bitter und ja, sehr schwieriges Spiel in Wembley. Aber wir freuen uns wieder in Signal Iduna zu spielen am Wochenende. Kann man aus so einem Spiel irgendetwas mitnehmen? Ja, also beim Niederlagen kannst du immer was lernen und was mitnehmen. Und ja, wir gucken alles Video und wir lernen alles, was wir besser machen können. Und wir versuchen das am Sonntag. Drücken wir natürlich die Daumen. Wir haben ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt den Fragenkonter. Ich gebe dir ganz kurz eine Frage vor und du antwortest spontan und kurz. Okay. Deine Karriere in einem Wort. Zu schnell. 2 Worte. Dein bestes Spiel? Benfica. Dein unangenehmster Gegenspieler? Unangenehm, die ich nicht... Den magst du nicht? Ah. Außer Papa. Ja, im Training würde ich Papa sagen, auf jeden Fall. Aber Gegner weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Du bist ja eh allen weggelaufen, oder? Ja. Deine große Stärke? Schnelligkeit. Dein Wunsch für diese Saison? Siege, viele Siegen. Sehr, ja. Christian hat letzte Saison ja schon überragend gespielt und überragend abgeliefert. Und die ersten Partien haben auch gezeigt, er ist auf dem besten Weg, da noch einen draufzusetzen. Und das unterstreichen jetzt die Bilder auch. Next round. Next level. Next title. Everything seems possible with Pulisic. The one who makes the difference for Borussia Dortmund. Wir haben es im Beitrag gesehen, du hast schon tolle Partien in der aktuellen Saison abgeliefert. Anscheinend kommt dir das 4-3-3-System von unserem Trainer, von unserem neuen Trainer Peter Bosz sehr entgegen. Was denkst du, warum passt das so gut zu dir? Ja, mit meiner Schnelligkeit und ja, ich mache auch defensive Arbeit. Ich glaube, das passt sehr gut bei mir und ja, ich glaube, das geht gut im Moment und ich freue mich immer auf dem Platz zu stehen und mit diesem System, ich glaube, das geht sehr gut. Freiburg war schwer zu knacken mit dem 9-1er-System, alle im 16-Meter-Raum versammelt. Köln wird wahrscheinlich auch mühsam und unangenehm. Du kennst die Kölner ja auch.
Das wird nicht einfach. Und Sie sind zusätzlich noch Tabellenletzter. Und was müsst ihr gegen Köln besser machen als gegen Freiburg? Ja, also gegen Freiburg war natürlich schwer. Also nach dem roten Karte, die sind sehr tief gestanden und das war schwer, Tore zu machen. Und ja, ich glaube, das wird nicht so genau wie gegen Freiburg. Aber ja, wir müssen besser spielen, besser die Tore und die Spiele zu Ende machen. Und ja, hoffentlich wird das besser. 3 Punkte gegen Köln und du kannst am nächsten Tag richtig schön feiern. Da hast du nämlich Geburtstag. Das ist der 18.09. Da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht 1909? Hätten die Eltern noch ein bisschen warten können? Ja, ich weiß. Aber ich glaube, das war in den USA. Also vielleicht die Zeitunterschied macht das am 19. Oh, die Erklärung ist ja wirklich sehr gut. Ja. Aber es war geplant, der 19.09., weil damals ja schon deine Eltern wussten, dass du irgendwann beim BVB spielen wirst. Genau. Ne? Wie sieht so für dich der perfekte Geburtstag aus? Ja, natürlich ein Sieg gegen Köln und dann ein bisschen feiern mit Familie, mit Freunden und ja, das wird perfekt. Den du jetzt gleich auf dem Monitor sehen wirst, den kennst du natürlich ganz gut. Der möchte dir natürlich auch am Montag sicherlich gratulieren. Und er stellt dir jetzt eine Frage, weil jetzt ist Zeit für, sag doch mal. Grüß euch. Ja, Christian, ich wollte mal nachfragen, wie es bei dir, Marco, eigentlich mit der Backpfeifen-Challenge aussieht. Wollte mich mal informieren, wie der Stand da so ist, wie viele Backpfeifen offen sind. Und ja, schöne Grüße in den Bot. Wir sehen uns. Ja, jetzt kommt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Backpfeifen-Challenge? Backpfeifen-Challenge? Okay. Ja, das machen wir ganz oft und ich habe immer Pech und ich verliere immer. Und ja, wie geht das denn? Ich kriege immer. Ich glaube, der meint das mit dieser, du rollst die Dice, keine Ahnung, wie das heißt. Und wer die höchste Nummer hat, hat gewonnen und wer wenigste hat verloren und kriegt eine Backpfeife. Ja, genau. Und ja, das Spiel ist nicht schön. Da gewinnst du nicht so oft anscheinend. Nein. Vermisst du Felix ein bisschen? Ja, klar. Also, ja, wir waren immer zusammen, in Jungen und dann bei den Profis und wir sind sehr gut befreundet und ja, natürlich vermisse ich ihn an. Das ist schwer, aber ich glaube, der wird auch alles gut machen in der Hoffe. Und wird hoffentlich dann wieder zurückkommen, ne? Ja, müssen wir gucken. Ja, was uns auch interessiert, du bist ja mittlerweile auch alleine hier. Die ersten Jahre warst du ja nicht allein, da war ja noch dein Cousin Will mit hier. Der ist wieder zurück in die Staaten. Wie lebt es sich so alleine? Ja, also ich vermisse Will auf jeden Fall und ich hoffe, der vermisst mich, aber der ist jetzt in den USA, der geht in die Universität und ich glaube, das macht sehr Spaß für ihn. Aber ja, das ist schwieriger, alleine zu sein, aber ja, alles gut im Moment. Ich habe gehört, dass du dir vorgenommen hast, dich beim Kochen auf jeden Fall zu verbessern. Bist du dabei auch so ehrgeizig wie auf dem Platz? Also bist du beim Kochen genauso ehrgeizig wie beim Fußball? Ja, klar. Ja, beide sind sehr wichtig für mich. Also, was isst du gerne? Tacos und ja. Das, was ich immer im Urlaub esse in Florida. Ja, wahrscheinlich genauso. Ja. Was ist deine Spezialität, wenn du kochst? Ich mache alles, glaube ich. Ich habe keine Spezialität. Ich kann alles kochen und ich mache das auch mal ein schönes Steak? Ja, klar. Wie du willst, komm mal vorbei und ich koche was. Ich sag das nicht, ich komme wirklich vorbei. Okay, das können wir machen. Kein Problem. Es darf natürlich unser Abschlussspielchen nicht fehlen. Es gibt jetzt nicht mehr Tor oder nicht Tor, das kanntest du ja. Jetzt kriegen wir eine Szene vorgespielt und da passiert irgendwas danach, ich weiß auch nicht was. Und wir müssen mit der schwarzen und gelben Karte zeitgleich entscheiden, was da passiert. Wir schauen mal zu, was jetzt so alles passiert. Mario Götze geht auf und davon. Lucas Barrios. So.
Robert Lewandowski an den Pfosten oder Torwart hält. Okay, bist du soweit? Yes. Ja. 3, 2, 1. Das haben unsere Jungs am liebsten. 2 unterschiedliche. Jetzt bin ich mal gespannt. Hacke, Lucas Barrios. Ja, das sieht man doch. Du warst doch Stadionsprecher dann. Du musst. Ja, meinst du, ich habe jedes Spiel im Kopf. Und jetzt müssen wir raten, ob die Bier trinken oder Bier verschütten. Das ist wirklich was. Hasenohren. Hasenohren? Was weißt du, das ist so. Ah, okay. 3, 2, 1. Oh. Ich sag Hasenohren, du klar. Hasenohren. Ich habe das ich habe das vorher nicht gesehen. Ne? Klar. Der war doch von da, kann man doch kein Eigentor machen. Hat der DD denn mal ein Eigentor gemacht? Okay. 3, 2, 1. Nein. Ja, das ist mir fast schon peinlich, dass ich dich so abziehe. Dass ich so hoch gewinne. Wir müssen wieder Tor oder kein Tor spielen. Das kann ich nicht. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Das sieht sehr gut aus, aber nur für mich. Ich führe nämlich inzwischen mit 8:5, bin mächtig stolz. Möchte mich ganz herzlich bei Christian bedanken, dass er heute gekommen ist. Sehr schön. Wir machen noch ein tolles Foto von uns. Wir gucken hier rein. Da sehen wir, was auf dem Bild ist. Mal gucken, was du... Christian, guck nicht so ernst. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das was geworden ist. Das dauert einen Moment. Ihr erinnert euch sicherlich noch, letztes Jahr haben wir einen Kunstdruck gehabt, wo alle Spieler drauf unterschrieben haben. Und der wurde jetzt ersteigert. Und zwar von Dennis Vogel aus Dortmund für die stolze Summe von 1.030 €. Das Geld kommt komplett unserer Stiftung Leuchte auf zugute. Also eine sehr, sehr gute Geschichte. Und genauso werden wir es auch mit den wunderbaren Bildern. Noch so richtig kann man noch nichts erkennen. Werden wir das auch machen. Wir werden sie auch wieder versteigern für unsere Stiftung. Das Bild musst du natürlich noch unterschreiben, das ist ganz klar. Es sind witzige Bilder entstanden. Ja. Oh, jetzt können wir kein Gesicht mehr sehen. Super, Christian. Sorry. Vielleicht ist es in dem Falle auch gar nicht schlecht, dass unsere Gesichter überhaupt nicht mehr zu sehen sind. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Hau die Kölner weg, 3 Punkte zu Hause, bleiben wir wahrscheinlich Tabellenführer. Und wenn du normale Form hast, mache ich mir keine Sorgen. Dann wirst du wieder zuschlagen und ein Tor schießen. Also vielen Dank, alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund. Schön, dass du hier warst. Das war's vom BVB Feiertagsmagazin. Ihr zu Hause drückt die Daumen für unsere Jungs am Sonntag um 18 Uhr, damit wir auch wieder 3 Punkte hier in Dortmund behalten. Tschüss, macht's gut, bis bald.